Jede Währungsgemeinschaft beinhaltet defizitäre und überschussproduzierende Regionen und Länder. Deutschland ist eine Währungsgemeinschaft und Ostdeutschland wird im Vergleich zu Westdeutschland stets ein Defizit aufweisen. Und dieses Defizit wird schlimmer, nicht besser. So the idea that everybody should be a surplus region is preposterous. Die Vorstellung, dass es überall Überschüsse geben sollte, ist lächerlich, denn mein Überschuss ist immer das Defizit eines anderen. In einer Währungsunion, die ja eigentlich nur eine Union von Ländern mit Überschüssen und Defiziten ist, wird es immer ein enormes und wachsendes Ungleichgewicht in Sachen Kapitalfluss geben. Capital flow imbalances. So the money that accumulates in Frankfurt, for instance, is going to find its way to Spain, to Ireland, to Greece. Das Geld, das beispielsweise in Frankfurt akkumuliert wird in der Form von Krediten seinen Weg nach Spanien, Irland und Griechenland finden. Geld fließt stets in defizitäre Regionen, da diese Regionen Geld benötigen und der Preis für Geld und der Realzins dort höher sind. Man ist also stets in der Lage, den schwächsten Mitgliedern der Wirtschaftsunion teureres Geld zu verleihen. Dies kreiert Blasen in dem Teil der Wirtschaftsunion. Sobald diese platzen, folgen Sparmaßnahmen, dann Bailouts. Es ist ein Desaster. Unfortunately, the German government, the conservative government of Germany, leider hat sich die deutsche Regierung, die konservative sowie die SPD-Regierung stets gesträubt, die Lösung des Problems rational zu diskutieren. of how to deal with this problem. The dogma. Das Dogma lautet, deine Schulden sind deine Schulden und haben nichts mit mir zu tun, obwohl wir in derselben Währungsunion leben und deine Schulden für meinen Überschuss essentiell sind. Es ist absurd. Diese Absurdität sowie die hauptsächlich von Berlin ausgehende Weigerung, diese Konversation in Europa zu führen, steuern enorm zur Krise bei, was man auch in Deutschland in der Form negativer Zinssätze usw. zu spüren bekommen wird. Crisis, which is now biting here in Germany as well, in the form of negative interest rates and so on. Europe is fantastic. Europa ist grandios darin, neue Begriffe zu kreieren, um Realitäten zu verbergen. By which to hide realities. So the number one objective of the European Union was convergence. Das oberste Ziel der Europäischen Union war Annäherung. Sie werden sich erinnern. Die Idee war es, die verschiedenen Länder näher zusammenzuführen, um im Grunde ein Europa mit einheitlicher Geschwindigkeit zu schaffen, wo sich jeder einander annähert. The Germanys and the Greeces become closer together. Wo die Deutschen und die Griechen sich in Sachen Wettbewerb, Pro-Kopf-Einkommen usw. näher kommen. Dies schlug fehl, und zwar gewaltig. It's failed spectacularly. The failure of this. Es handelt sich um das Versagen der Europäischen Union, die sich zunehmend zu einer europäischen Uneinigkeit entwickelt. Now, in its infinite wisdom, Nun, statt sich das Versagen einzugestehen und etwas dagegen zu unternehmen, zu versuchen, es zu korrigieren, entschied sich Europa in ihrer unermesslichen Weisheit dazu, dem Versagen eine neue Bezeichnung zu verpassen und es als Erfolg zu verkaufen. so they call it multi-speed. Now, Also nannten sie es Europa der zwei Geschwindigkeiten. Jeder spricht davon, anstatt zu sagen, dass EU heute für europäische Uneinigkeit steht. the European disunion. So, this is what we do. So machen wir das. Wir benennen Versagen in Erfolg und feiern.